Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Backengel-Tutorial. Wie spritze ich die perfekte Sahnerosette auf meine Torte? Mein Name ist Beate Wöllstein, ich bin Konditormeisterin und Profi-Patissier und ihr seid hier zu Gast in meiner Backschule in München. In meiner Backschule zeige ich euch regelmäßig meine Profi-Rezepte und Profi-Tipps. Wenn ihr keines meiner Rezepte und Tipps mehr verpassen wollt, abonniert doch einfach meinen Kanal mit dem Glöckchen. Heute zeige ich euch, worauf es beim Aufspritzen der Sahnerosette ankommt und gebe euch die 3 wichtigsten Profi-Tipps mit an die Hand. Bleibt also bis zum Schluss mit dabei und das Sahnerosetten-Aufspritzen wird euch zukünftig bestimmt garantiert gelingen. Weitere Tipps aus meiner Backengel-Serie findet ihr übrigens in der Backengel-Playlist. Starten wir mit Tipp Nummer 1. Das richtige Equipment. Um die perfekte Sahnerosette aufspritzen zu können, benötigt ihr das richtige Equipment. Dazu gehört zum Beispiel eine Spritztülle, mit der ihr die perfekte Form hinbekommt. Die richtige Größe ist auch wichtig, denn je größer die Tülle, desto größer werden die Rosetten. Ich zeige euch jetzt hier 3 unterschiedliche Größen, damit ihr seht, was ich meine. Das sind Spritztüllen, aber durch die Form werden sie auch Sterntülle genannt. Wir haben hier eine 18er, eine 13er und eine 6er Tülle. Meine Lieblingstülle für die meisten Torten ist die 15er Sterntülle. Für die Sahne benötigt ihr einen großen Spritzbeutel für die richtige Menge an Sahne. Das ist der Spritzbeutel. Hier geben wir nach unsere Sterntülle hinein und die richtige Menge an Sahne, die ihr braucht, um auf eine Torte die notwendigen Sahnerosetten aufzudressieren. Ebenso benötigt ihr eine Tortenpalette oder einen Torteneinteiler. Entweder nehmt ihr eine Tortenpalette, um die Stücke manuell einzuteilen. Wer damit etwas unsicher ist, der kann auch einen Torteneinteiler verwenden. Gerade bei Zahlen wie 10 Stücke oder 14 Stücke ist ein Einteiler immer eine große Hilfe. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Die richtige Sahnekonsistenz ist wichtig. Wie ihr Sahne richtig aufschlagt, habe ich in einem eigenen Backengel-Tutorial Sahne aufschlagen erklärt. Den Link dazu findest du oben links in meinem Video. Die ungesüßte Sahne, die ihr aufspritzen wollt, muss richtig steif geschlagen sein und gut kalt sein, damit die Rosetten ihre Form behalten. Eine zu warme Sahne wird schnell grisselig und eine zu wenig aufgeschlagene Sahne verliert ihre Form beim Aufdressieren. So nennt man das Aufspritzen im Fachjargon. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Auf die richtige Technik kommt es an. Die kalte Sahne wird mit dem Spritzbeutel von oben mit einer bestimmten Technik aufgespritzt. Teilt zuvor eure Torte ein, sodass die Sahne auf jedem Stück gleich platziert werden kann. Dies könnt ihr mit der Palette machen oder mit eurem Torteneinteiler. Der Spritzbeutel ist richtig in der Hand zu halten, zu verschließen und nach jedem Tupfen erneut nachzudrehen, um Spannung auf den Beutel zu bekommen. Gedrückt wird immer mit der rechten Hand, bei Linkshändern bitte dann seitenverkehrt. Und die linke Hand führt die Tülle. Sollte eine Rosette nicht schön aussehen, nehmt sie vorsichtig mit einer Palette von der Torte und spritzt eine neue auf die gleiche Stelle. Wenn eure Rosetten fertig sind, könnt ihr sie mit unterschiedlichen Dekoren schmücken, wie zum Beispiel Kirschen, Schokoladendekoren und so weiter. Jetzt fasse ich die wichtigsten Punkte für euch nochmal zusammen. Tipp Nummer 1, das richtige Equipment. Für die perfekte Rosette benötigt ihr eine Sterntülle in der richtigen Größe, einen großen Spritzbeutel und eine Profi-Tortenpalette, eventuell einen Tortenteiler. Tipp Nummer 2. Auf die richtige Sahnekonsistenz kommt es an. Die ungesüßte Sahne muss kalt sein, die Sahne muss gut steif geschlagen werden, damit die Sahnerosette ihre Form behält.
Tipp Nummer 3, auf die richtige Technik kommt es an. Teilt zuerst eure Torte ein, spritzt immer gerade von oben, es wird immer mit der rechten Hand gedrückt, bei Linkshändern natürlich spiegelverkehrt und mit der linken Hand wird die Tülle geführt. Unschöne Rosetten mit der Tortenpalette abnehmen und eine neue Rosette aufspritzen. Ich wünsche euch viel Erfolg und schaut mal in meiner Backengel-Playlist vorbei. Da bekommt ihr noch viele weitere tolle Tipps zum Backen von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, eure Beata.